Cześć, jestem Robert, a to jest replika Ferrari. Seit ich 10 Jahre alt bin, schraube ich mit alten Motorrädern, alten Autos herum und habe mir dadurch sehr viel selbst beigebracht. Habe eigentlich nach der Schule jede freie Minute in der Werkstatt verbracht, habe alle Zeit genutzt, um zu schrauben, und das ist für mich auch eine Art Therapie. Also du kannst halt abschalten und dir deinen Kopf frei machen durch das Schrauben, und das ist dann eigentlich ganz gut gewesen. Und nach meinem Studium habe ich mich selbstständig gemacht, habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht mit Edelweiss Customs, meine Firma. Und wir beschäftigen uns mit dem Handel von Zweirädern, also Aufbereitung und Restauration, Umbau. Dabei entstehen auch solche Umbauprojekte wie der GTO und wie andere Fahrzeuge, also Coffee Racer und andere Autos. Und so ist das alles entstanden. An Autos habe ich die GTO-Replika, einen VW Carmantia, Wartburg Coupé und einen W108 Mercedes. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Projekten und nach neuen Fahrzeugen. Ich möchte etwas bauen, was es noch nicht gegeben hat. Also immer neue Akzente setzen, neue Zeichen, und halt mir ist es vor allem wichtig, die alten Fahrzeuge wieder aufleben zu lassen. Also eben auch zu zeigen, dass man nicht nur neue Fahrzeuge tunen kann, sondern auch alte, und diese dadurch neu interpretieren kann. Und ich bin auf meiner Suche auf so eine GTO-Replika gestoßen und habe lange überlegt, ob das etwas ist. Habe dann recherchiert, was das für ein Auto ist, und dass das eben eines der teuersten, also in echt eines der teuersten Autos auf der Welt ist. Es ist das teuerste Auto mit 70 Millionen Euro Verkaufswert. Von dem Original gibt es 38 Stück, die gibt es alle noch. Und es ist halt ein legendärer Rennwagen gewesen. Und somit war das Interesse meinerseits geweckt. Ich hatte angerufen und das Fahrzeug war aber schon verkauft. Man sagte mir aber, dass es noch einen zweiten gibt, einen deutlich besseren, der aber sehr teuer war. Und somit habe ich das erstmal wieder vergessen müssen. Das Fahrzeug hat mich aber nicht losgelassen. Also ich habe davon geträumt, ich habe immer das ganze Internet abgesucht, ob ich nicht irgendwo etwas Günstigeres bekommen kann als das, was mir angeboten wurde. Und ich habe viel und hart gearbeitet, also um Geld zu verdienen. Und dann war der Tag gekommen, ich habe wieder angerufen, das Fahrzeug war noch da. Und den nächsten Tag bin ich dann nach Hamburg gefahren, also 500 Kilometer, habe mir das Auto angeschaut und habe es gekauft. War für mich von Anfang an klar, dass ich keine Kompromisse eingehe an dem Fahrzeug, sondern das wird komplett umgebaut und so, wie ich es will, eben umgesetzt. Die Basis von dem GTO ist ein Datsun 280Z von 1976, und dieser wurde 1986 von McBurney in der Nähe von Los Angeles umgebaut. Firmen haben mir dabei sehr geholfen. Also ich habe von Rudiform einen Felgensatz bekommen, eine Sonderanfertigung, DNO nennt sich die Felge, von ACUR die Luftversorgung. XS Mac hat mir bei der Organisation geholfen, und ansonsten das Fahrzeug wurde komplett zerlegt, der Motor wurde überholt, das Fahrwerk komplett neu gebaut. Also das Fahrwerk ist ja jetzt ein Luftfahrwerk. Das wurde von AHA exklusiv umgebaut. Das
Auto wurde neu lackiert. Der Innenraum wurde von SK Motorsport komplett umgebaut, also so, dass es so aussieht, wie wenn es der originale GTO wäre. Ich versuche mit meinen Projekten mich selber zu verwirklichen und etwas Neues zu schaffen, was noch keiner getan hat. Also meine Träume auf die Straße zu bringen, zu fahren, zu fühlen und den Leuten auch zu zeigen. Und es ist für mich immer natürlich auch super zu sehen, wenn Leute fasziniert sind von meinen Fahrzeugen. Und im Endeffekt möchte ich Zeichen setzen. Und wenn das ankommt, wenn Leute meine Projekte hinterfragen oder sich die anschauen, sich dafür begeistern, dann ist das perfekt. Also dann gibt mir das auch viel Kraft wieder. Und natürlich ist man da auch viel unterwegs. Man muss auf verschiedene Events fahren. Dieses Jahr hat das Auto schon einige Preise bekommen. Also das war unter den Top 6 bei der XS Car Night in Berlin und hat den Top 10 Award von Accuia bekommen. Und zum Racism, was auch eine sehr große Veranstaltung war das Fahrzeug unter den Top 3, also hat den 3. Platz belegt, was eine riesengroße Ehre ist und also für mich auch völlig überraschend, dass das Fahrzeug so gut angekommen ist und angenommen wurde. Das gibt einen dann natürlich viel Kraft, also mein Kopf ist voller Ideen und ich möchte so viel wie möglich Projekte umsetzen, also um so viel wie möglich wiederzugeben. Ich kann mich noch genau erinnern, als ich mich das erste Mal in das Auto hineingesetzt habe und man vorne diese Wölbungen gesehen hat. Und das war so beeindruckend. Und ich musste mir bei dem Kauf schon das Grinsen unterdrücken, weil das einfach so faszinierend war. Und dasselbe Gefühl habe ich heute immer noch, wenn ich mit dem Auto fahre, wenn es einen anschreit, wenn man die Gänge durchschaltet, den Drehzahlbegrenzer hochjagt. Also es macht extrem viel Spaß, mit dem Auto zu fahren und es ist immer wieder etwas für die Seele, auch wenn das Fahrzeug mich schon oft geärgert hat mit Kleinigkeiten, aber es ist wirklich immer wieder geil. Und also ich fahre den öfters, ich habe den auch schon genommen, um einkaufen zu gehen, aber es ist schon so, dass ich mir mal eine Stunde Zeit nehmen und dann einfach mit dem Auto nur fahren. Einfach Kopf abschalten und Gas geben. Cześć. Cześć. Jestem Robert. Jestem. Jestem Robert. Cześć, jestem Robert. Cześć, jestem Robert. Hallo, ich bin Robert. Hi, my name is Robert. Cześć, jestem Robert. Another language? Cześć, jestem Robert.